Ja, schau nur, hier ist das fluffig. Hundekrapfebacke kann ja schließlich jeder, gell? Wir machen uns heute nämlich mal ein paar Krapfeschnittchen. Was halt denn davon? Das ist wieder so eine tolle Erfindung von der Joanna. Mal gucken, ob das so glimpflich abläuft hier wieder heute, ne? Und hier habe ich schon mal mein Mehl in den Ofen gestellt, dass es ein bisschen warm ist. Dann machen wir kleine Kuhle rein und dann bröckeln wir die Hefe dazu. Und jetzt noch ein kleines bisschen von der Zucker mit dazu. Und dann habe ich dahinter schon ein bisschen Milch erwärmt. Die darf auch nicht zu heiß sein. Da könnt ihr immer mit dem Finger testen, dann passt es einmalig. Da gießen wir ein bisschen was rein und dann so richtig schön mit den Fingern zermanschen. Und so entsteht dann unser Vorteig. Und den lassen wir jetzt schön an den warmen Ort 10 Minuten gehen. In der Zwischenzeit, während unser Teig schön geht, übrigens der kleine Tipp, ne, im Winter stelle ich den auch mal bei 30 Grad Umluft in den Ofen. Da geht's auch total super. Da hauen wir uns jetzt mal die Butter in den Rest von der warmen Milch und lösen es auch mal auf. Zur selben Zeit vom Haus. Und dann können wir uns auch gleich noch 4 Eierchen drin, weil wir brauchen diesmal 4 Eigelbe. So, 10 Minuten sind rum, jetzt müsste der Teig schon fertig sein. Schau hier, wie der aufgeblubbt ist hier. Einmalig kann ich das sagen. Die Joanna wieder hier und ihr Maschinen- und Eiraste. Das funktioniert auch nicht so wirklich. Und jetzt geben wir dann mal die Eigelbe dazu und den Rest von der Zucker. Dann Maschinchen runter, Eischhalte und ganz vorsichtig dann das Milch-Butter-Gemisch dazu. Guckt auch, dass es nicht zu heiß ist, ne? Und mit dem Rest von der Eier, mit dem Eiweiß könnt ihr lecker Pavlova machen. Das verlinke ich euch nochmal unten. Oder Baiser vielleicht. Und das Maschinchen lasst ihr jetzt so lange kneten, bis so richtig schöne homogene Masse entstanden ist. Ihr könnt natürlich auch mit den Händen kneten, aber das hat hier auch einen Vorteil, weil das ist nämlich immer ganz schön anstrengend. So, guck, einmalig hier kann ich das sagen. Und jetzt tun wir den einfach doch mal abfummeln. Und dann brauche ich dann noch ein kleines bisschen Mehl. Da tun wir uns dann nämlich einfach ein bisschen was drunter. Und ein bisschen was drüber und dann lassen wir ihn abgedeckt an den warmen Ort gehen. Und in der Zwischenzeit schauen wir mal, was die Jacqueline macht. Nee, du, das kann echt nicht wahr sein. Da war's das ganze Weihnachten auf Schnee und so Schneizee und jetzt im Januar, Februar, da schützt von oben. Das ist unglaublich, das brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt könnte es mal langsam Frühling werden. Mensch, du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Rotzlöffel, jetzt schmeißen die irgendwann mit dem Schneeball. Mein Leute, wisst ihr eigentlich, wie lecker so ein Krapfen ist mit einer Vanillecreme-Füllung. Und dafür habe ich hier ein bisschen Vanillepuddingpulver, da geben wir ein bisschen Zucker dazu und noch ein wenig Vanillezucker. Und diesmal vermischen wir das mit einer dolle Sahne. So, schauen wir mal hier, ich zeige euch da mal was, weil es ist echt viel besser, wenn man in dem Fall eine Gabel nimmt, da kriegt man viel besser die Klümpchen raus. So, schau mal hier einmalig, ohne Klümpchen. Und jetzt habe ich hier hinten noch ein bisschen Milch drin, die müssen wir jetzt dann auch aufkochen. Und schön rühre, gell? Und immer schön dranbleiben, dass nichts anbrennt. So, guck, und wenn es kurz aufkocht ist, einfach schnell weg von der Platte und dann hier das Ganze einrühre. Und dann nochmal zurück auf die Platte, kurz aufkochen und schön dabei rühre. Und dann tun wir es auch gleich so heiß, wie es ist, in eine Schüssel abfüllen. Dann brauche ich schnell ein bisschen Frischhaltefolie, weil ihr wisst ja, dann denkt der Budinger hat schon Haut. Und jetzt schau mal, wie schön der hier aufgeploppt ist. Meine Güte. Und jetzt tun wir noch ein bisschen Rundwalke. Mensch, ich wollte mich noch mal bedanken bei euch für die vielen tollen Tipps. Ich habe ja in der Community was gepostet und auch auf Instagram in der Story. Und ihr habt mir so viele Ratschläge gegeben. Wegen der beschlagenen Brille mit der FFP-Maske muss ich mir mal so ein Anti-Beschlagspray oder irgendwas da besorgen. Weil ich sehe immer nichts mit Brille, weil sie beschlagen ist nicht und ohne gleich 3-mal nicht. So, jetzt müssen wir den dann mal ausrollen. Und dafür habe ich auch so einen tollen Tipp von euch mal gekriegt. Ein feuchtes Handtuch unter das Backpapier lege. Da rutscht es nämlich beim Ausrollen nicht weg. Und das habe ich mir hier so ein bisschen angezeichnet. Ein bisschen passend auf die Größe vom Backrahmen dann. Weil der ist schon da hinten eingestellt. Und jetzt tun wir es ein bisschen ausrollen. Zack, der Backrahmen drauf. Schau her, muss nicht ganz 1:1 sein, aber so ungefähr, ne? Und jetzt lupfen wir das Ganze mal hier auf das Backtablett. Ne? Das ist meins mit den Löcherchen. Und da habe ich dann noch ein Handtuch und da lassen wir es jetzt auch noch mal so eine halbe Stunde am warmen Ort gehen. Jacqueline hat's geschafft. Nee, du, so sauber wir hier. Mei, die arme Jacqueline tut's mir manchmal so leid. Und jetzt schau mal, wie schön das hier noch mal aufgeploppt ist. Und jetzt geht's ab in den vorgeheizten Ofen. Puh, ist das heiß. Und bevor wir die Krapfenschnittchen jetzt befüllen können, muss es noch ein bisschen abkühlen.
jetzt sagt doch mal, Leute, ist das nicht eine tolle Idee? Krapfenschnittchen oder Berliner Schnittchen, einfach herrlich. Egal wie ihr es nennt, lasst euch schmecken. Ciao, macht's gut.